Dieses Konzept dürfte euch lange in Erinnerung bleiben, denn ich habe es direkt am ersten Tag der Abenteuer Allrad gesehen und wir haben gesagt, wenn es regnet, dann gehen wir unter die Zelte und gucken uns die an. Hier ist Craig. Grüß dich, Craig. Hi, grüß dich. Ja, es ist ein Fahrzeug, das so außergewöhnlich ist, weil Kastenwagen gibt es ja viele, aber der sticht aus der Masse wirklich heraus. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast den für dich selber gebaut. Kann das sein? Ja, ist tatsächlich unser erster. War mal Prototyp, jetzt sind wir in Serie gegangen. Und das ist mein Familienvan. Wir gehen jetzt in 4 Wochen los auf Tour, habe 3 Kinder und deswegen auch die Zulassung für 5 Personen. 5 Personen, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die du hast. Wir sind ja nicht bei 3,5 Tonnen, oder? Doch, sind wir tatsächlich. Du hast hier ein Allradfahrzeug, 4Motion mit allem drum und dran, Dachterrasse, Dachbett, 4,5 Schlafplätze, 5-Personen-Zulassung und trotzdem sind wir nur bei einem Leergewicht von 2,9 Tonnen. Das heißt, du hast 600 Kilo Zuladung zur Verfügung und das reicht. Wie alt sind denn deine Kinder? Die sind 9, 12 und 14 und ja, richtig schöne Familie. Also 9, 12 und 14. Das große Thema ist ja eben 3,5 Tonnen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die auch viele Schweizer vor sich haben, Österreicher und so weiter, wo der Führerschein nicht so beseelt ist. Überhaupt muss man sagen, die älteren Säcke wie ich, ja, die sterben ja aus, die noch den alten Dreier haben. Man muss dann einen neuen machen. Ja. 4,25 Tonnen, wäre das ein Segen für dich mit dem B-Führerschein? Wie gesagt, bei uns überhaupt nicht, weil wir unser Konzept konsequent auf Leichtbau umgesetzt haben. Das heißt, wir landen wirklich beim absoluten Maximum an Ausstattung. Wenn du ganz viele Kreuze in unserer Konfigurationsliste machst, trotzdem immer unter 3 Tonnen. Wie geht das? Weil das Fahrzeug wiegt ja schon viel. Das stimmt. Wir verwenden konsequente Leichtbaumaterialien. Unsere Wände und Möbel sind alle komplett verleimt, im PU-Verfahren hergestellt. Wir haben keine Rückwände, wie du siehst. Wir haben keine Böden. Und das ermöglicht es, dass wir auf dieses wahnsinnig geringe Ausbaugewicht kommen. Ja, komm mal bitte rein. Sehr gern. Und dann zeigen wir mal die Materialien, die Haptik, wie das Ganze aussieht. Es sieht so aus, als wäre hier eine 5 cm dicke Eichenbohle verbaut. Was ist das, was Sie sehen? Ja, wir haben ein ganz leichtes Trägermaterial, 3-Schicht-Sperrholz und da ist drauf kaschiert einfach unsere Sichteiche, eine ganz astige, mismatched sortiert und das hat zur Folge, dass es halt so leicht ist. Der Fußboden ist ein echtes Eiche-Schiffsdeck, können wir gleich nochmal drauf schauen, mit Gummifugen, also wie ein echtes Yachtdeck. Und oben aus der Bohle gehobelt, geschnitten, gehobelt, geschliffen, geölt. Unsere Eichendecke aus dem Bootsbau. Ich selbst komme aus dem Holzbootsbau. Und die haben wir hier richtig schön in die Seiten, in die Rundung mit reingezogen. Was hast du denn genommen an Dämmung? Weil das Ganze wiegt ja auch, ist ja wahrscheinlich da ist jedes Gramm entscheidend bei dir. Ja, oder? das ist richtig. Wir nehmen Amaflex als Dämmung, 15 bis 20 Millimeter, ziehen das einmal rundherum um Chassis und gehen dann mit unseren Ausbaumaterialien da drauf. Ja, die Leute, die sowas kaufen, interessieren sich unglaublich für den Mann und die Story, die so ein bisschen dahinter steht. Beschreib doch mal bitte, du hast gesagt, du kommst aus dem Bootsbau. Bist du Bootsbauer oder Zeit deines Lebens oder ist es hobbymäßig? Ich habe Tischler gelernt, habe nach der Tischlerlehre 2,5 Jahre im Holzbootsbau gearbeitet und bin dann ins Holzbaustudium gegangen, habe im Studium mein Baukastensystem entwickelt. Wir kommen ja aus dem T6.1 Bereich, haben das jetzt 18 Jahre lang gemacht und ich habe quasi im Studium Custom Bus gegründet. Und bin dann aus dem Hörsaal raus direkt im Grunde ins Business gegangen. Ja, und dann gab es ganz, ganz viele Ausbau. Auf einmal während der Pandemie hat sich jeder beseelt gefühlt, der einen Kühltransporter bauen kann. Wir machen mal Richtig, genau. Ja, kein Witz. Und das ist, ich sag mal, so schwierig, diese Hürde nicht zu reißen, die 3,5 Tonnen Hürde, sodass du wirklich mit 5 Personen, weil ich rede ja mit vielen, die Konzepte machen, die so unfahrbar sind, die dann sagen, wiegt 3,2, vielleicht 3,3 und 200 Kilo, weißt du selber, man steigt selber ein. Das ist ein Riesenthema. Ja. Wir waren selbst überrascht, wir hatten eigentlich mit 100, 150 Kilo mehr gerechnet, wir waren selbst überrascht, dass es so leicht wird und freuen uns natürlich. Wir haben in unserer Konfigurationsliste die 3,9 Tonnen als Option drin, aber es bestellt einfach niemand, weil es völlig überflüssig ist bei uns. Gut, man hatte ja die Option, dann das Ganze später noch aufzulassen. Besonders schön natürlich für Österreich, die ja neue Gesetze, die werden ja immer erfinderischer, sodass wenn du ablastest, ja dann schon alles bezahlen musst.
Ich würde dich mal bitten, dass du mal zumachst. Ich würde mal gerne sehen, wie die Tür aussieht. Ja, sehr gern. Gucken wir uns an. Nichts ausmacht. Ich mach die Leiter mal. Wir blicken auch gleich mal hoch. Das können wir gleich im Anschluss machen. Und der Raum. 3 Kinder. Wie groß sind die denn, deine Kinder? Wie alt? Naja, bei dem großen Papa auch nicht so klein. Die 2 Mädels schlafen im Dach und der Bengel noch bei uns unten. Und so passt das ganz gut. Manchmal wird es der Großen zu viel, dann geht sie selbst ins Zelt. Aber wir kommen so super zurecht. Und dank der Dachterrasse da oben ist es so, dass sie auch ihren eigenen Space haben. Also oftmals ist es so, dass sie einfach stundenlang da oben rum spielen und machen und tun und wir da unten gar nichts mehr mitkriegen von. Ist der Volkswagen dankbar für dich als Ausbaubasis? Ja, ich denke schon. Custom Bus und andere Ausbauer machen die Bulli-Welt und jetzt auch die Crafter-Welt bunt. Und ich glaube, das ist auch Volkswagen sehr wichtig, dass es halt nicht nur Standardprodukte gibt, sondern dass der Markt einfach so weit und so frei ist. Ja, deine Zielgruppe ist ja wahrscheinlich der doch etwas ältere Mann, der es leid ist, im VW-Bus ohne den nötigen Komfort. Du weißt selber, da ist alles viel kleiner. Ja, ich bin eigentlich das beste Beispiel. Wir haben ja jetzt 18 Jahre lang VW-Busse gemacht und ich fühle mich ganz schön wohl in den neuen Dimensionen, sich einfach mal richtig ausstrecken können, einfach nach hinten durchgehen, auf die Toilette gehen können. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber zum VW-Bus. Ja. Sag mal, was ist denn das für ein Fenster? So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ist unser Patent, das Custom Bus Aufstellfenster. Wir müssen es uns unbedingt gleich nochmal von draußen angucken. Der Clou ist nämlich, wenn du es geschlossen hast, ist es komplett integriert in der Echtglasebene des Original Crafters. Und das Ganze funktioniert über einen Zentralverschluss hier in der Mitte. Einmal runtergezogen, zentral verriegelt, ist dadurch ungemein einbruchsicher. Du hast eine riesen Echtglasfläche. Echtglas? Ja, definitiv. Wir nehmen die Originalscheibe. Du kannst in einer Lüftungsstellung verriegeln. Du kannst bis zu dieser Stellung platzregensicher lüften. Und wenn du es ganz aufstößt, hast du den größten Lüftungsquerschnitt auf dem Markt. Wir haben in der Wandebene integriert unser Insektenplissé. Und wie du siehst, kommt das Fenster komplett ohne Kunststoffrahmen auf der Innenseite, ohne Kunststoffrahmen auf der Außenseite aus. Also einfach sehr, sehr formschön. Und durch die unverbaute Schiebetür auf der anderen Seite hast du halt diesen tollen Effekt, dass das ganze Auto enorm weit wirkt und du nicht so eingesperrt bist in deinem Wohnmobil. Wenn jetzt die Dachhaube oben noch Licht reinfällt, dann hast du wirklich ein unglaublich großes, luftiges, geräumiges Fahrzeug zur Verfügung. Ich bin beeindruckt. Also Vielen das Dank. Coole ist, dass du so unscheinbar in einem Zelt stehst neben 4Wheel24. Da schlafen wir ja heute Nacht. Da haben wir drin geschlafen. Du hast eine Tuma-Heizung drin. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit in der Klasse, wo viele ja auf Dieselheizung gehen. Luftheizung ist hier eine Kombi-Heizung. Kombi? Richtig? Ja, Truma Kombi, 4 kW. Wir kombinieren auch doppelt, nämlich nicht nur Wasser und Warmluft, sondern auch Diesel und Elektro. Das heißt, du kannst emissionsfrei auf dem Campingplatz oder hier gerade vor Ort die Heizung betreiben und du kannst natürlich autark stehen. Wir haben jetzt neu im Programm fürs 2025er Modell auch das komplett gasfreie Auto. Das heißt, du kannst neben der Standardgasanlage auch Induktion über Lithium-Ionen konfigurieren. Wir haben eine riesen Solardach oben drauf, was für den nötigen Nachschub sorgt und das Ganze funktioniert also auch vollständig autark. Ja, hier hinter ist das Bett, nehme ich an. Genau, wenn du magst, führe ich dir mal die Schlafsitzbank vor. Das ist unser erstes Patent, was wir damals eingereicht haben. Der Clou an der Sitzbank ist, du hast die Sitzfläche, die du aufstellen kannst. Du hast immens große Stauräume unter der Sitzfläche. Die Stauräume lassen sich einzeln ausziehen über diese Schubkästen. Und die Schubkästen sind in Wahrheit Stauboxen. Das heißt, man kann sie draußen lagern, wenn es auf Tour gehen soll, einmal rein, zusammengeklickt und los geht's. Wow. Die laufen hier seitlich über diese Überblattung. Nochmal die Verriegelung, erklär mir das mal bitte. Ja, sehr gern. Achso, du hast hast dann hier oben so rein. einen Hebel. Okay. Und der rastet da in ein Edelstahl-Schließblech ein und dann ist das Ganze vollbremsungssicher und clean verbaut.
Das ist das Original-Sitzmaterial. Es sieht so automotiv aus. Ja, das ist das Originalpolster von VW. Das kriegen wir als Integrated Partner glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Und wenn du es jetzt zum Bett ausklappen willst, es ist nur ein Handgriff. Die Rückenlehne rastet in dafür vorgesehene Schlösser. Viel zu schnell. Du musst es bitte nochmal machen. Sehr gern. Ich mach's nochmal zurück. Ich mag das nicht, wenn es so schnell geht. Okay. Also einmal hochdrücken, das war's. Genau, das war's. Und die Gurtschlösser, die würde man natürlich da reindrücken dann später, oder? Genau, ich zeig's dir nochmal. Klack, klack, einmal gezogen. Das Ding ist freischwebend, es kommt komplett ohne Stützfüße aus. Das heißt, egal ob hier Surfboard oder Hund oder Baby läuft, alles passt. Die Gurtschlösser, völlig richtig erkannt, zieht man einmal nach unten durch. Und dann hat man mit 9 cm Kaltschaum und 2 cm viskoelastischem Gelschaum einfach eine perfekte Liegefläche. Das war der Grund, warum ihr nur die Bezüge bekommen habt. Das heißt, alles, was drunter ist, ist eben nicht original, sondern... Ganz genau. Customized, auf perfekten Liegekomfort ausgerichtet. Wow. Also was mir per se schon mal gut gefällt, ist die doch tolle Stehhöhe hier in dem Auto, weil ihr da nicht so viel aufgebaut habt. Dann habt ihr euch mit Schränken enorm zurückgehalten an den Seiten. Ja. Was ja jeder baut sofort Schränke hin. Guck dir mal, ich sag mal, die aus der Massenproduktion an. Da hast du gar keinen Raum. Das genau, es ist immer sehr, sehr verbaut. Und diese Weite, die sich hier ergibt durch die innovativen Lösungen, kommt doch sehr gut an. Ist ja unsere erste Messe hier überhaupt. 16 Jahre. Ist der letzte Messebesuch her und ja, einfach schön mal wieder viel positive Rückmeldung zu bekommen. So, wie war es denn bis jetzt? Also die Auswahl an Kastenwagen ist ja hier unglaublich groß und erkennen die Leute, was hier steht? Ja, definitiv. Ich finde die Messe, die Abenteuer Allrad klasse, weil das Publikum sehr besonders ist. Etwas extrovertiert, abenteuerlustig. Sie haben ein gutes Gespür für Qualität und für das Besondere und wir erfahren sehr, sehr viel Wertschätzung durch das Publikum und das gefällt ungemein. Es wird wenig gefummelt, wenig gerüttelt, es wird sehr anerkannt, das Raumkonzept bewundert, werden versierte Fragen gestellt. Also ich fühle mich hier gut aufgehoben mit dem Produkt. Also wenn man sieht, wie aufwendig Leichtbau ist, fangen wir mal mit dem Fenster an. Du hast ja das Seitenfenster schon, ist das auch von euch hier oben? Nee, das Dachfenster ist ein Standard-Dachfenster. Die Innovation dahinter, die wir verwenden, ist, man kann die Haube abnehmen und das Dachbett draufsetzen und die ursprüngliche Dichtung der Dachhaube wird zur Dichtung der Schleuse, um ins Bettchen zu kommen, sodass dann das Ganze im Grunde wetterfest verbunden ist, der Innenraum und das Dachbett da oben. Allrad ist hier drunter? Genau, Allrad, Differentialsperre. Weil der baut ja, glaube ich, auch nochmal auf, oder? Genau, der baut auch nochmal 10 cm auf, aber wie du schon erkannt hast, da wir so wenig eigene Aufbauhöhe nehmen, kann man noch gut drin stehen. Ich bin 1,92 groß, das ist also nicht das Problem. Ja. Ich würde dir gerne, wenn du magst, nochmal die Küche zeigen. Wir haben hier ein griffloses Design, das erreichen wir durch das Schleppscharnier mit dem großen 80-Liter-Kühlschrank mit Eisfach. Wir haben sehr große Schubkästen, immer mit diesen Anti-Rutsch-Belegen. Und wir haben 2 Schwerlastauszüge, die hier oben verbaut sind. Wenn ich sie überstrecke, rasten sie ein und können sie nicht wieder zurück. Und die Schwerlastauszüge bei uns sind gleichzeitig die Auflage für unser Tischsystem. Und zwar hast du Tischplatte Nummer 1, hast du hier in der Seite in die Küche stecken kannst. Und dadurch, dass gerade sehr starke Pilzkopfmagnete sich diesen Tisch gegriffen haben, ist die Tischplatte enorm stabil an der Küche verbunden. Und du kannst diese Tischplatte auch auf dieser Seite verwenden oder Tischplatte Nummer 2 dazu nehmen. Beides verbindet sich über diese Nut hier in der Mitte und wird jetzt am Stück in die entsprechenden Magnete eingesetzt. Und dadurch ergibt sich im Grunde für die Fahrzeugklasse der größte Salon mit der größten, familientauglichsten Tischfläche, die der Markt so zu bieten hat. Das Ganze ist unglaublich stabil und wie die Schlafsitzbank auch vollständig ohne Stützfüße nutzbar. Gianni,
bist du Jan. endlich zurückgekommen. Das ist immer ein schickes Ding hier. Vielen Dank, schön Ja. dich zu sehen. Hi. Alle in live. Klasse. Ja, die Jan, die war noch Kaffee trinken, glaube ich, oder? Nee. Aber was? ich habe es mir schon fast überlegt. Also Stell Jan ich ist, auch ja noch auch, vor, auf jeden Fall. Genau. Jan ist ja auch Designerin. Also sie macht ja Wundervoll. Hundehalsbänder in Lettland. Das verschickt sie weltweit. Mittlerweile sind es auch Tags, immer mehr Tags macht ihr, nicht mehr so viel Halsbänder. Aber was gefällt dir denn so per se? Du bist jetzt gerade vor ein paar Sekunden hergekommen. Ich habe diesen Bus hier aus allen rausgepickt, weil er einfach so toll ist. Ich finde, der ist jetzt total einladend, weil du so von unten nach oben quasi alles in so einem schönen warmen Holzton hast mit der indirekten Beleuchtung. Schon schick. Ja, Beleuchtung ist wichtig. Ja, Ein das ist Produktdesigner, A und ein O. Befreundeter, sagte mal so, Licht ist das neue Chrom. Ja. Und da ist schon was dran. Du kannst die Lichtstimmung hier einzeln schalten. Ja. Alle Lampen haben sehr hohen Farbwiedergabeindex, auch die Küchenleuchte dimmbar und lassen wir selbst designen. Wir haben von einer Design-Lampenhersteller diese Lampen hier zur Verfügung gestellt bekommen. Die sind dimmbar Wie lange halten die? und die halten 8 Stunden im Okay. Gesamtbetrieb. Haben hier aus unserer hauseigenen Sattlerei, wir haben ja eine hohe Fertigungstiefe bei Custom Bars, diese Lederbänder noch machen lassen. Und diese Lampe findet sich hier da vorne als Leselampe auf dem Knopf, also verstellbar auf diesem Magnetknopf und hier hinten auch im Bettbereich wieder. Also es sind sehr, sehr viele Details, die man so entdecken kann. Also das mit dem Tisch, das ist schon sehr einmalig. Und jetzt will ich ans Besteck ran, das hole ich vorher raus am besten. Ne? Glücklicherweise nicht. Wenn du den Löffel vergessen hast, dann greifst du hier an die Seite und Nein! kannst jetzt hier das Besteck noch seitlich rausziehen. Weil auf die Frage hast du gewartet, oder? Wenn sie ehrlich ist. Ich bin ganz glücklich, dass du sie gestellt hast. Ja, ich hätte es wohl noch irgendwie einbauen können, aber toll, dass sie von dir kam. Ja? Das gleiche auf der anderen Seite? Nein, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist ja, ich mache es mal auf, ist der Ausschnitt von der Spüle. Okay. Das heißt, hier ist die Nutzfläche sowieso begrenzt. Also da musst du vorher rausnehmen, was du brauchst. Und das Interessante ist, die Elemente, die gerade noch die Magnete geschnappt haben und diese Feder hier, haben wie eigentlich alles bei Custom Bus einen Doppelnutzen. Die sind jetzt nämlich dafür verantwortlich, dass ich das Ganze hier wieder mit einem Klick in die Parkposition kriege und das ist komplett Offroad-tauglich. Ich Also löse jetzt hier die Sperren Ja. und schubse das Ganze per Selbsteinzug wieder rein. Die Verriegelung, die jetzt automatisch einrastet, haben wir selber entwickelt, sodass das Ganze also auch im Offroad-Einsatz nicht einfach aufspringt. Also das Schlimme ist bei deinem Konzept, dass es so erklärungsbedürftig ist, obwohl man nichts sieht. Und das macht die Sache, glaube ich, so schwierig für dich. Wenn du eben mal nur reinguckst, dann denken die Leute, ach mein Gott, das ist wieder mal so ein Designmonster ohne große Funktionalität, was im Offroad-Bereich nicht funktioniert. Es ist genau das Gegenteil. Es ist Ja, den hartgesottenen Offroad-Kunden, gerade hier auf der Abenteuer Allrad, dem muss man natürlich schon ein bisschen auf den Weg helfen, dass wir sagen, hey, wir waren damit im Mammutpark, wir haben uns damit und werden uns damit durch Island fräsen. Und natürlich funktioniert das in den Maßen, wie es mit einem 4x4 in der Größe möglich ist. Und uns wird schon geglaubt, das passt. Hast du unten oder oben geschlafen in der Nacht? Ich habe hier unten geschlafen, klar. Und die Kids pennen meistens oben, deswegen bin ich schon gewohnt, hier unten zu bleiben. Die Kids sind mit dabei. Ja. Nee, hier sind sie nicht mit dabei. Ich bin nur mit meinem Kollegen hier. In 4 Wochen geht es dann mit der ganzen Familie Richtung Slowenien. Freuen wir uns alle schon drauf. Genau. Sehr schön. Ja, Ja. ich zeig mal, da darf ich ganz kurz was Schönes sagen, dann, wenn du einfach den Satz behältst, den du gerade auf der Zunge hattest, schau mal hier die Airline-Schienen und die Gurte und das ist zugelassen, oder? Das ist wäre das nicht tragbar. Deswegen haben wir hinter der Airline-Schiene eine massive Stahlverstärkung, die die Gurtpunkte aufnimmt für den Kunden und den Anwender. Und die Designer-Frine Jan sieht es aber so aus, als ob die Gurte direkt aus der Airline-Schiene kommen. Und das ist der Clou oder der Trick. Das Genau, ist, ich bin mal davon ausgegangen, dass die schon ihren Nutzen erfüllen. Ja, Genau. ich frage nur immer, weil die Problematik ist, wenn wir nicht die Vorwegnahme von Einwänden machen, wird sofort in den Kommentaren reingeschrieben, ja, ist ja nett gemeint, aber völlig geht zu Recht nicht. von Das dir, heißt, die Gurtschlösser sind an den Aufnahmepunkten, das sieht nur so aus, richtig? Genau, die Aufnahmepunkte kommen von uns, aber die Aufnahmepunkte befinden sich hinter der Verkleidung, sind massiv
und die Airline-Schiene läuft nur auf der Ebene durch, weil es optisch ansprechender ist und weil du da natürlich noch zusätzliche Elemente, Stautaschen etc. anklicken kannst. Ja, die Frage aller Fragen, Dusche, Außendusche. Genau. Ich deute euch jetzt mal an, wie ich ins Heck komme. Nämlich hier seitlich an dem Möbel vorbei. Das funktioniert natürlich auch am Bett vorbei. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns den Heckraum mal einmal von außen an. Okay. Und dann zeige ich euch, wo ich lande, wenn ich hier an der Sitzbank vorbeigegangen bin. Ich mal ganz kurz dahinter schauen. Genau, Klar. weil ich mir nicht ganz sicher war, wie das Raumkonzept hier funktioniert. Genau, er zeigt dir einmal ganz kurz, du bist zwar zu spät gekommen, Ja. er zeigt dir noch einmal kurz in Schnellform das Bett, dass Ja. du das mal Klar, siehst. dann mache ich gern. Du brauchst die nur Gurtschlösser. Ja. 2 kleine Verriegelungen. Und wenn du die betätigt hast, dann ziehst du einmal. Krass, Die Rückenlehne fällt in dafür vorgesehene Schlösser und Ja. der vordere Teil ist komplett frei schwebend. Wir kommen also ohne Stützfüße aus. Ja. Du ziehst die Gurtschlösser durch. Da musst du selber nicht drauf schlafen, klar. Und wir haben hier sehr große Stauräume, die du ausziehen kannst. Hast eine vollwertige Durchladefläche zur Verfügung. Und ja, du hast also oben sitzen oder schlafen und unten 100% Stauraum. Also nicht nur schick, sondern auch praktisch. Auf jeden Fall. Das ist Genau. unser erstes Patent und im Grunde das Herzstück eines jeden Custom Bus. Der Boden, wenn du gerade dabei bist, ist es dieser Design-Schiffsboden? Ja, genau. Es ist wir arbeiten aus meiner Zeit als Holzbootsbauer mit einem echten Yachtsperrholzhersteller zusammen. Ihr habt hier 8 mm Eiche Sägefurnier aufgebracht auf eine wasserfest verleimte Trägerplatte. 8 mm. 8 mm, ja, ist ein echtes Sägefurnier und das Ganze ist ausgefüllt mit diesen Sikaflex-Fugen. Auf einem Schiffsdeck sind die dazu da, dass man nicht von Bord geht, wenn man bei Schräglage das Vorschiff betreten muss. Bei uns sieht es einfach nur saugut aus. Ja. Und du kannst den abwischen, der kriegt über die Jahre ein bisschen Patina. Du kannst ihn vielleicht nach 5 Jahren mal nachölen, aber er bleibt immer wunderschön. Es schimmert blau, das sehe ich schon, also ein bisschen Victron hier drunter. Die Yes. Batterien sind aber nicht unterm Sitz, oder? Du hast bei dem großen Setup, das ist hier noch nicht verbaut, hast du 2x 100 Ampere-Stunden Victron Lithium-Ionen unter dem Beifahrersitz und du hast die ganze Ladetechnik bis 2 kW. Wechselrichter und das Induktionsfeld ebenfalls komplett unsichtbar verbaut. Und du hast oben auf dem Dach, kann man sehen, wenn man von ganz vorne mal hochfilmt, 260 Ampere oder Watt Peak an Solarladeleistung zur Verfügung. So, das Fahrzeug selber, die Besonderheit hier an dem Auto ist 5 Sitzplätze, leer, deutlich unter 3 Tonnen. Unter 3 Tonnen als Allrad. Das ist eigentlich nicht möglich. Also seriös kann man sowas nicht bauen. Wir haben es geschafft. Ja, ihr habt es geschafft, ja. Das heißt Ultraleichtbau. Über den Preis reden wir ganz am Ende. Da müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden. Also wo geht's los? Was kann ich bauen? Ich nehme an, man kann klein anfangen. Man muss nicht immer alles wir haben haben. das, denke ich, größte Baukastensystem mit der größten Spreizung auf dem Markt. Ihr könnt vom Echtholz bis zum Dekor, ihr könnt von der Standardtechnik bis zum High-End für Autarkie. Und dementsprechend breit ist auch die Spreizung. Wir haben einen Online-Konfigurator für so eine kleine Firma wie uns, relativ unüblich auf unserer Internetseite. Und dort kannst du deinen Wagen komplett nach deinen Wünschen konfigurieren. Es wird in Bild und Text angezeigt, was du ausgewählt hast, ob dir das Design passt. Und unten kommt dann natürlich auch ein Preis bei raus. Das kennst du doch, einen Online-Konfigurator. Wie viele Tage, Wochen hast du an dem gesessen? Lange. Lange. Ja, wir haben ganz schön, ja, wir wahrscheinlich dann auch ziemlich Ja. viele Kombinationen. Das Ja, ist schon anstrengend. definitiv. Aber Auch es macht Spaß. Ausschlusskriterien, damit am Ende auf jeden Fall ein baubares Ja. Fahrzeug bei rauskommt. Und das ist ganz wichtig. Ja. Darf ich noch ganz kurz, bevor wir nach hinten gehen, einmal kurz vorne schauen? Du, Ja, hast, unbedingt, du klar. hast ein tolles Design. Wenn du einmal bitte schließt, das Yes, kommt tatsächlich auf meiner Kamera besser raus als in echt. Wenn du mal kurz hier auf das Display von der Kamera schaust, bitte bei mir. Schau mal drauf. Oh ja. Ist cool, oder? Stimmt. Yes, Ja. auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Ja, wir dachten, wir machen einfach ein Zebra-Design. Dann hat mein Produktdesigner Zebras aufs Auto geklebt und wir haben festgestellt, ein Zebra ist gar nicht so schön, wie ich dachte. Und letztendlich war es die Black Zebra Sport Leggings meiner Frau, die das entscheidende Motiv geliefert hat. Echt? Und dann haben wir nochmal eine Woche lang Zebrastreifen geschubst und dann ist das dabei rausgekommen. Genau. Die Deltas sind schwer. Also ich habe die mal in die Hand genommen, also Ja, zumindest das mal ist bei ganz Mercedes. ordentlich. Die 18 Zoll Brocken, da kommt schon was zusammen. Trotzdem, ich habe sie auf der Waage drauf gehabt. Also auch die
2,9 Tonnen, die ich dir genannt habe, sind definitiv mit den Delta-Allradfelgen. Ja, ich habe die mal gewuchtet, deswegen, das waren zwar Sprinterfelgen, aber die waren, glaube ich, auch nicht größer. Ja. Und hier siehst du, du kommst an Basisfahrzeuge relativ gut ran im Vergleich zur Mercedes, muss man sagen. Und der Allrad, der ist richtig gut. Das ist elektronischer Allrad, korrekt? Genau, definitiv. Alle sind permanent angetrieben und du kannst die Differentialsperre zusätzlich noch hinten zuschalten. Ja. Es sieht so mega, guck mal hier durch die Kamera, siehst du es? Ja, wirklich ein cooles Design. Wir tun natürlich einiges dafür. Wenn du ganz genau hinguckst, Can, dann wirst du feststellen, dass das Zebra hier noch positiv ist und hier auf der Motorhaube schwingt es ins Negative. Ja. Das heißt, hier sind die Zebrastreifen auf einmal der Originallack. Das kommt mit einer schwarz-glossy-Lackierung natürlich auch mega gut. Und die hier noch Luft sind, ist hier im Grunde die Folierung. Das macht es so ein bisschen interessanter. Es macht so viel aus, als Design aus. Absolut, ja. Wir machen den ganzen Kühlergrill schwarz natürlich und oben seht ihr jetzt unsere Custom Bus Dachplattform. Die ist aus schwarzem Aluminium gelasert und pulverbeschichtet und auf der Plattform selbst befindet sich dann das Dachbett mit der gedämmten Aluwabe und den 260 Watt Peak an Solarleistung obendrauf. Und wenn du magst, klappe ich dir mal das Aufstellfenster von innen zu und dann kannst du noch mal schauen, Also John, ob du es danach noch erkennst oder ob es verschwindet. Ich muss das mal kurz erläutern. Das ist der Originalausschnitt des Ausstellfensters. Sie haben etwas entwickelt. Das Originalausstellfenster wird ein Campingfenster mit Fliegengitter. Das ist hier unten drin. Also ist auch ganz nett, dass wir vielleicht nochmal machen, damit die Leute es wirklich kapieren, was sie hier sehen. Ich mach's gleich von innen nochmal komplett vor. Da müsste eigentlich Volkswagen, müsste jetzt hier, spätestens jetzt, ich sag's noch zweimal für den Algorithmus, Volkswagen müsste eigentlich darauf aufmerksam werden, weil das könnte man fast in Serie bauen. Ihr habt ein Patent drauf? Ne? Ja, wir haben ein Patent drauf. Das ist, wir haben über 100 Anfragen pro Jahr, sowohl von Privat als auch von B2B, ob wir das Fenster tatsächlich frei vermarkten wollen auf dem Markt. Bisher bleiben wir hart. Wir sagen, Patente, Schlafsitzbank, Tischsystem, Aufstellfenster sind Alleinstellungsmerkmale der Produkte von Custom Bus. Aber wer weiß, was noch kommt. Sehr schön. Ich mach's dir mal vor und ich gehe einmal rum. Du denkst, Han, du hast das Mikrofon an. Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Passt. Da kommt er durch. Hallo? Ich hätte gerne einen Milchkaffee. Kommt sofort, liebe Can. Jetzt ohne Witz, so könnte es jetzt ein Eiswagen sein. Ich finde es aber schön als Bar auch. Auf jeden Fall. Wenn du mit Freunden unterwegs bist. Wir haben jetzt fürs 2025er Modell noch eine Designerküche entwickelt. Die Serie wird mit einem wunderschönen offenen Waschtisch und einer wunderschönen Induktionsplatte bzw. Gaskocher. Und dann funktioniert dieses Face-to-Face durch das offene Aufstellfenster noch besser als jetzt. Du hast in die Wandebene integriert ein Insektenplissé. Du kannst verdunkeln über den innenliegenden Vorhang. Du hast bei dem Fenster die Besonderheit, dass du keinerlei Kunststoffumrandung im Innenraum hast, was natürlich super schön aussieht. Du hast den größten Lüftungsquerschnitt auf dem Markt. Und Achtung, Kopf. Du hast ein komplett unsichtbares Fenster, wenn es verschlossen ist, und zwar in Echtglas. Das sieht schon schick aus, ne? Das ist so schick. Wie gesagt, ich bin ja nicht der 100%ige Van-Fan. Aber dadurch, dass das... Du kannst es abschließbar so ein Raum lüften in ist. dieser Stellung und du hast ungefähr bis zu dieser Stellung ein platzregensicheres Fenster, um also ordentlich Luft ins Auto zu lassen. Das Einzige, was man nicht tun sollte, ist in der obersten Stellung natürlich im Regen stehen, weil dann passiert genau das Umgekehrte. Genau, dann sammelst du Regenwasser für trockene Tage, das wäre schlecht. Wir können natürlich auch kürzere Dämpfer verwenden, dann hast du eine andere Stellung. Auf diese Antwort habe ich gewartet. Aber das Tolle ist bei dieser Überstreckung, so war es auch im VW-Bus, wenn ich jetzt im Auto sitze, dann ist der Winkel so hoch, dass ich das Fenster überhaupt nicht mehr wahrnehme und einfach nur diesen riesengroßen Lüftungs- und Lichtquerschnitt habe.
genauso wie die unverbaute Schiebetür auf der anderen Seite. Es macht einfach Wirkung. Ne? Ja, schon. Okay. Also warum habe ich noch nie was von euch gehört? Also wir haben jetzt über 2000 Videos gedreht mit Reisemobilen. Ihr wart noch nie auf Messen. Ich bin mit der Firma Custom Bus ein unglaublicher Messemuffel und mein neuer Marketingkollege Christian hat mich mit Händen und Füßen überredet, jetzt wo wir endlich mal ein komplett neues Produkt haben auf Crafter-Basis, zumindest auf die Abenteuer Allrad zu gehen. Er hat mir versprochen, dass hier nur tolle, versierte, interessierte und spannende Menschen unterwegs sind und deswegen ich merke so ein bisschen, du bist ein bisschen genervt von Leuten, die Standardfragen stellen könnten. Also ich sag mal so nach dem Motto, ist hier auch was sind denn so normale Fragen? Warte mal. Ich bin schon so aus der Weißware raus. Ist das ein Dekor-Fußboden? Den habe ich da drüben schon gesehen, zum Beispiel. Kann ich den kaufen einzeln? Wer baut das? Oder die Schubkästen haben keine Griffe. Das fliegt ja alles auf, wenn man in die Kurve geht. Ich finde es einfach toll, wenn die Leute in so ein Auto reingucken, vielleicht die Marke kennen und voraussetzen, dass das schon alles Hand und Fuß hat. Und dann mit Wertschätzung und versierten Fragen daran gehen. Also ich kannte sie gar nicht, aber so leid es mir tut, ich kannte dich nicht, aber jetzt mache ich ja schon das eine oder andere Video und ich wusste natürlich, ich hoffe, du siehst, dass ich weiß, was ich hier sehe, also dass man das beurteilen kann. Das fängt vom Fußboden an, das fängt über die Fragen, die ich schon nicht mehr stelle, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe, deine Antwort zu hören, dass du natürlich daran gedacht hast, dass die Schublade mit dem Besteck, guck mal hier, mit dem Tisch hast du eben gesehen. Und ich frage den, wie komme ich denn jetzt ans Besteck ran, in der Hoffnung, dass er keine Antwort hat. Dann schiebt er die Besteckschublade von der Seite auch noch raus. Ja. Das ist so der Klassiker. Das heißt, ihr habt das erprobt, das Ganze, ja? Ja, definitiv. Ja. Ich meine, wir leben Bullis. Ich habe meinen ersten Bus mit 17 ausgebaut als Windsurfer und dann Holzbau studiert, im Holzbootsbau gearbeitet, Holzingenieursbau studiert, Tischler gelernt natürlich und dann aus dem Hörsaal raus im Grunde die Firma gegründet und immer mit dem Bulli unterwegs gewesen. Und als ich meinen ersten Ausbau fertig hatte, noch als Studi oder damals den ganz ersten noch in der Tischlerlehre, da habe ich ihn gleich wieder zusammengepackt und neu gebaut, weil mir tausende von besseren Ideen kamen. Und das macht's aus. Komm, wir gehen mal nach hinten und schauen uns das an. Sehr gerne. Also ich komme ja nicht drüber weg, dass der so leicht ist. Das H heißt Hannover. Hier oben hast du... Aber die Frage wäre jetzt auch noch gewesen, du hast ein vollwertiges Ersatzrad auch noch dabei. Ist das im Preis des Gewichtes auch mit drin? Definitiv. 2,9 Tonnen, so wie er hier steht. Wie er hier steht. Leermasse, du musst den Dieseltank noch füllen, du brauchst noch den Fahrer und deine Mitfahrer. Aber ja, wir haben alles. Ich zeige dir mal, wie das funktioniert hier hinten. Und zwar ist es so, dass die Außenduschkabine gleichzeitig drinnen funktioniert. Du hast nämlich nicht nur einen Duschvorhang, sondern 3 Metallringe, die eingearbeitet sind in den Duschschlauch und die sorgen dafür, dass es beim Duschen nicht am Leibe klebt. Diese Duschkabine liegt eigentlich hier unten in der Duschtasse drin, passgenau. Ich greife mir die Duschkabine, hänge sie oben in die Decke ein und stehe jetzt in meiner geräumigen Raumdusche. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das noch nie in meinem ganzen Leben. Immer stelle ich die Frage, ich hätte gerne eine Dusche, dann sagen die, naja, sei mir nicht böse, aber wir sind Allradcamper, wir haben eine Außendusche. Und dann stelle ich mir immer vor, jetzt sind es minus 8 Grad draußen, du bist irgendwo in Norwegen und du sitzt in die Außendusche anwerfen und du hast eine Innendusche. Wir haben eine Innendusche und eine Außendusche. Es funktioniert mit den gleichen Optionen. Du hast hier den Waschtisch mit der Waschtischarmatur und du kannst die Waschtischarmatur natürlich ausziehen, in der Innendusche einhängen oder auch in der Außendusche einhängen. Und der absolute Clou ist, du kannst das komplette Badezimmer, was du hier siehst, mit einem Schnipp unsichtbar machen. Die Duschkabine verschwindet nämlich, wie gesagt, im Fußboden. Und der Deckel dieser Duschtasse ist gleichzeitig unser Loungetisch. Da hinter dem Christian, der bestimmt einen kurzen Schritt zur Seite geht, seht ihr, dass die Duschabdeckung gleichzeitig als Tisch benutzt werden kann.
Du kannst die natürlich auch hier drin lassen und einfach nur hochklappen, aber das hat halt einen schönen Doppelnutzen, um draußen am Feuer zu Wie sitzen. groß bist du jetzt? Ich bin 1,92 und kann hier bequem drin stehen. Das für dich ist es halt super praktisch, dass unten noch eine Aussparung ist, weil du kannst hier drin stehen. Genau. Ja. Der Clou ist, ich stehe direkt auf dem Abwassertank. Zwischen meinen Beinen ist der Siphon, sodass das Ganze direkt eine Etage tiefer läuft. Wir haben den Abwassertank gedämmt und beheizt über die Luftführung der Standheizung, sodass du bis minus 25 Grad mit dem Wagen Wintercamping betreiben kannst. Und jetzt kommt das Beste. Ihr könnt, Ich dachte, das wär's ihr schon. könnt den Waschtisch, den wir natürlich selber designt haben, hochklappen. Ihr könnt die Trockentrenntoilette nutzen. Ihr habt immens viel Platz, dadurch, dass euch der ganze Heckbereich zur Verfügung steht. Und du kannst die Trockentrenntoilette Wegklappen, oder? einmal hochklicken. Ja. Feststoffbehälter ist geschlossen. Falls man mal ein richtiges Geschäft erledigen muss, schaltet man vorher eine aktive Aktivkohlefilterbelüftung zu. Das heißt, das ganze System ist zu 100% geruchsneutral. Und ich kann jetzt durch Öffnen oder Schließen der Badschranktür kann ich jetzt in meinen Wohnraum zurückgehen, aus dem wir gerade gekommen sind. Und natürlich kann ich nachts auch aus dem Bett aufstehen, in meinen Heckbereich kommen, einmal die Badezimmertür schließen, die Toilette ausklappen und dann kurz aufs Klo gehen und mich wieder hinlegen. Darf ich dir was sagen? Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Wow, das ist ein Riesenkompliment. Ich meine, das vielen Dank. Nichts gegen alle anderen, aber dadurch, dass du deutlich unter 3 Tonnen bist. Das Auto ist ja auch nicht das kurze, es ist das, was ist Mittlerer Radstand, mittleres Hochdach. Länge genau. von dem Fahrzeug? Unter 6 Meter, das ist das Coole. Unter 6 Meter. Wir haben einen Vollbad integriert und dadurch, dass du es verschwinden lassen kannst, wenn du es nicht brauchst, klauen wir dem Innenraum nicht dieses Volumen eines normalen Duschbades und deswegen kann das Auto bei unter 6 Meter bleiben. Ich bin so beeindruckt. Hast du das schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ein Kleiderschrank quasi noch im Badezimmer. Genau, du hast hier eine Ankleide, ein Badezimmer, Toilette, Dusche, Waschtisch und du kannst sogar 2 Fahrräder einhängen. Wenn man hier die entsprechenden Vorrichtungen hat, sieht man auf unserer Website ganz gut. Und das Faszinierende an diesem Zweiraumkonzept ist wirklich, ich kann den zweiten Raum vollständig auflösen, indem ich auf der einen Seite die Kleiderschranktür schließe und auf der anderen Seite die Badschranktür schließe. Jetzt noch den Launchtisch unten reingelegt und nichts von dem Badezimmer ist mehr sichtbar. Du müsstest mir einen Gefallen machen. Könntest du einmal die Dusche versenken? Ja, mache ich gerne. Das einmal, weil Ich würde euch noch ganz kurz den Heckbereich zeigen. Das ist ja der Kopfteil unseres Bettes gewesen. Und den kannst du natürlich aufstellen. Das heißt, einerseits hast du jetzt eine Lounge-Funktion zum Anlehnen und zweitens hast du einen riesengroßen Kofferraum. Und der Clou ist bei unserem System, die Möbelzeile steht fest, aber alles, was du hier auf der Mitte des Fahrzeugs und auf der Beifahrerseite siehst, ist werkzeugfrei ausbaubar. Die Schlafsitzbank, die Rückenlehne, die Heckablage, der Kleiderschrank und natürlich auch dieses Kofferraumelement, sodass du den Wagen, wenn du möchtest, auch als vollwertigen Transporter nutzt. Aber was heißt denn werkzeugfrei? Ist es mit Magneten geklickt oder? Die Heckablage, hier siehst du das ganz gut, die ist einfach nur eingesteckt. Und die Rückenlehne und die Sitzfläche sind über Rändelschrauben gelöst. Und auch der Kleiderschrank und die Heckablage sind über Rändelschrauben gelöst. Du kannst also überall diese Rändelschrauben lösen und dann die Elemente wirklich werkzeugfrei heraus. Ah, hier sind so Knebel. Okay. Genau. Das, bitte zeig uns das einmal mit der Dusche. Weil Da die Leute, mache ich gern. die glauben Auf dir das jeden nicht. Fall. Ist ein bisschen tricky. Ich nehme sie einmal ab. Die hat doch den Platz oben über dir, oder? Wenn du die hochziehst. Die hat den Platz über mir, genau. So, jetzt Und kommt ich die lege Frage. sie hier jetzt in die Duschwanne rein. Da ist sie normalerweise auch geparkt. Und ich kann dir das mal komplett aufbauen, zusammen mit dem Launchtisch. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, definitiv nicht. Also Und das Ganze wird dadurch wirklich komplett clean und unsichtbar. Das Du ist hattest so gerade noch ein vollwertiges Badezimmer mit Toilette, mit Waschtisch, mit Ankleide und mit Duschwanne und jetzt ist einfach nur alles komplett clean. Auch wie der Wasserhahn, genau, da noch so mit rein verschwindet. Ganz smart, ne? Ja.
Genau. So, und jetzt... Jetzt weiß ich auch, warum du eurem nicht Wunsch. auf Messen gehst. Die machen dann Fotos und wobei es ist immer nur dann die Kopie. Ja, es sind ja viele Patente, steckt so viel Entwicklungsstunde drin, dass man es eigentlich gar nicht nachahmen kann. Der Hauptgrund, warum wir nicht auf Messen sind, ist, dass das Auftragsbuch immer voll ist, glücklicherweise, weil unsere Produkte so gut ankommen. Ich kann das Video auch löschen. Einmal zeigen. Passt schon. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und es ist toll, dass ihr da seid. Ich hoffe nicht. Genau. Hast du den Kanal mal gesehen von uns? Ja, tatsächlich. Ist mir ein Begriff. Habe ich immer mal wieder gestöbert und es ist toll, weil man immer wieder neue Inspirationen bekommt. Ich glaube, für dich ist es auch ganz gut, dann kann man mal sehen, okay, wie wird zum Beispiel Ideen mit dieser Dusche, das machst du wahrscheinlich schon länger mit der Dusche, gibt es ja jetzt auch in der Weißware schon, der ein oder andere, aber dann liegen wir immer direkt bei 4,3 Tonnen. Ja, und ich merke tatsächlich mit einer zeitlichen Latenz dazwischen, wenn man sich was wirklich krass Neues ausgedacht hat, wie es dann irgendwann in den Markt einsickert. Aber meistens ist es so, dass es dann nicht zu Ende entwickelt ist. Von daher, so eine Alleinstellung bleibt in gewisser Weise immer. Ja, ein schönes Detail für die Messe natürlich praktisch beim Aufklappen, damit die Leute ihre Instagram-Fotos machen können, der Werkzeugkoffer. Nicht nur das ist mein Schweden-Setup hier. Ich habe alles davon in unserem Lieblingsspot in Schweden gebraucht. Wir machen da unser eigenes Feuerholz und für die Feuerstelle, die muss natürlich am nächsten Morgen auch wieder ordentlich zugeschaufelt sein. Von daher wird schon genutzt. Ich freue mich auf den nächsten Trip. Nun zur Duschkabine. Ich stehe also mittig drin. Schnapp mir den obersten Ring. Houdini, sage ich nur. Genau. Ja, genau. Und ich erscheine euch gleich als Badenixe. Ich klicke das hier per Tenax ein. Tenax ist uns wichtig, weil das so ein dezentes System ist. Und jetzt kann ich die beiden Dinger hier wirklich hier und dort einrasten. Und ich stehe jetzt hier in meiner großen Raumdusche drin. Ich kann mir seitlich den Duschschlauch jetzt greifen. Dazu hätte ich natürlich vorher die Türen zumachen müssen. Ich kann den Duschschlauch hier oben auch einhängen. Und ich habe ganz wundervolle Fächer hier, um Shampoo, Spülung, Duschgel etc. zu nutzen. Wie ist das vom Material jetzt her? Weil dann jetzt der ein oder andere sich jetzt denkt, ist ja schön und gut, aber was mache ich danach mit dem Duschvorhang? Der Duschvorhang liegt nicht ganz unten in der Duschwanne drin, sondern über der Schaumpfütze und ist hinterlüftet. Wir haben eine beheizte Duschwanne. Echt? Und wir haben einen beheizten Abwassertank. Und das ermöglicht, dass die Wanne zusammen mit der Warmluftführung des Badezimmers das ganze Ding wieder Das hat einfach keinen Sinn. komplett Das habe ich nicht erwartet, genau. Der andere würde jetzt sagen, ja, das muss man dann erstmal 5 Stunden lang liegen. Genau. Jan, es hat keinen Sinn. Also es bringt hier nichts. Bei den Das Coole ist, du duschst bei schönem Wetter eigentlich immer draußen, lässt die Tüte draußen einfach hängen. Und die meisten brauchen sie fast nie. Ja. Aber es ist toll, sie dabei zu haben. Und es ist toll, dass sie keinen Platz im Wohnmobil verschwendet, sondern wirklich nur zum Vorschein kommt, wenn du es brauchst. Genauso wie das Klo, genauso wie der Waschtisch. Das ist mein absolutes Highlight. Vielen Dank, danke weil sehr. ich noch nie ein Raumbad in der Größe jetzt gesehen habe, in einem Van. Ja. Das so funktionsfähig halt Ich auch habe ist. aus Spanien andere Lösungen mitten im Raum. Da ist dann teilweise die Toilette unter dem Kühlschrank. Also hier ist auch die Anordnung so, dass sie Sinn macht. Weil wenn ich dusche, will ich mir auch die Zähne putzen, will auch auf Toilette eventuell. Ja, überhaupt bei allen Lösungen, wo Klo und Küche zu dicht zusammen sind, zieht sich mir ein bisschen der Magen zusammen. Der Ich finde, eine so eine Kaffee gewisse kocht und der Distanz andere sollte man den schon dazwischen Schoko-Brownie. haben. Du könntest mir noch einen kleinen Gefallen machen. Bitte. Könntest du die Tür mal schließen, die Hecktür, dass wir einmal das Ensemble geschlossen sehen? Ja, selbstverständlich, klar, sehr gern. Denn das ist bestimmt auch wieder sehenswert. Da oben, guck mal, die Installation, hast du das gesehen mit den Stühlen auf dem Dach? Ihr könnt ja auch gleich mal hochgucken auf die Dachterrasse. Sieht wunderschön aus da oben und ist ein sehr innovatives Konzept. Der Custom Bass. Wow. Ja, Jan, wenn du magst, gehört dir. Jan, ich gebe dir mal die Kamera. Nicht ganz drauf, bitte. Nee, Ist, ich kann mal. genau, aber du kannst einfach mal hochklettern. Da gibst du mir Und dann, gleich, wenn ich- Genau, ich gebe dir die gleich mal, Jan. Und dann guck mal. siehst du, es
sehr innovativ dadurch, dass du genau in den Griff kannst du reingreifen und du hast dein Bettchen und die Dachterrasse halt wirklich vereinen. Kannst halb draußen, halb drin sein. Es ist einfach richtig schön, da oben abzuhängen. Ja. Ein tolles Konzept, wirklich. Vielen Dank, wie ist dein Vorname nochmal, bitte? Craig. Craig, ganz am Anfang. Du sagtest es mir, aber in meinem Alter bis zum Ende des Videos hat es ja nicht mehr gelangt. Geht mir auch so. Alles Toll. gut. Sag mal, 162.500 €. Wer sich so richtig auskennt, da ist ja das Basisfahrzeug mit dabei. Das kostet ja schon mal ein bisschen was. Das Richtig, ist auch genau. nicht die billigste Ausführung, habe ich gesehen. Ihr habt alles reingemacht, was Sinn macht. Abstandstempomat, Allradantrieb. Genau. Also das ist mit drin. Und die Leute, ich sag mal, haben oft Konzepte, da liegen wir dann schon bei, ich sag mal, 300.000 habe ich gesehen für ähnliche Konzepte, wo ich mich immer frage. Ja, ich war unglaublich überrascht, als ich das erste Mal jetzt wirklich in dieser harten Offroad-Szene unterwegs bin, was teilweise aufgerufen wird für die einzelnen Fahrzeuge. Ja, und ich freue mich, dass wir natürlich schon nicht der günstigste Hersteller sind, aber denke ich, was Preis-Leistung angeht, auf jeden Fall. Also wenn du das jetzt vergleichst, Hymer MLT oder was da an der Weißware so rumläuft, da sind wir auch schon bei 170.000, 180.000. Ja, Wahnsinn. Und die kommen immer mit zu wenig Platz, kein Badezimmer mit drin, ist ein anderes Konzept mit Heckbad, mit Heckbetten, längs Einzelbetten oder Querbetten. Hier hast du eine Bettfläche unten, was haben wir unten? Bis 1,90 Meter bis 1,35 Meter Liegefläche mit ansteckbarer Bettverbreiterung und Bettverlängerung 2,10 Meter mal 1,60 Meter. So, und wir zeigen das mal. Der 2024er Custom Bus Camper XL. Und ich komme ja nicht drüber weg, dass der 2,9 Tonnen wiegt und du wirklich mit 5 Personen auf Reisen gehen wirst. Damit dann, trotzdem muss man natürlich auch noch mal genau dann schauen, was man mitnimmt, weil man kann auch diesen überladen. Definitiv. Du kannst die 3,5 Tonnen sprengen. Wir haben ja in Deutschland ein sehr liberales System, was die Überladungen angeht, was die Toleranzen angeht. Das Frankreich sieht nicht. Natürlich in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien anders aus. Deswegen die 5-köpfige Familie, die losfährt, die muss dann, wenn das Paddelboot noch auf dem Dach ist und die Taucherausrüstung noch hinten drin, vielleicht sich dann überlegen, den Frischwassertank doch erst vor Ort zu füllen. Also wenn du in Frankreich an den Falschen kommst, wir wohnen ja in Frankreich, also zumindest ich, dann ist es Fahren ohne Fahrerlaubnis, wenn du über 3,5 Tonnen kommst. Das ist gar nicht so witzig. Besonders spannend wird es bei 7,5 Tonnen. Wenn du da drüber bist, lässt du das Auto definitiv stehen, wenn du nicht nett warst. Also das kann der natürlich im Einzelfall nochmal entscheiden, ob er das Wasser ablassen lässt. Ja. Mit Charme kommt man immer weiter. Kommen wir immer weiter, also wie es in den Wald reinläuft. Also, Mache ich mir bei Can übrigens keine Sorgen. danke, dass Das macht uns gut. danke, dass er die Can erwähnt hat, nicht mich. Aber Sorry. wir sind auf der Jemand macht es falsch. Wir sind auf der Abenteuer Allrad 2024. Die Webseite weil ich sehe immer nur Custom Bus Camping Vans. Hast du eine Genau. URL für mich parat? www.custom-bus.de. Also custom-bus.de. Habt ihr irgendwo Genau. einen Prospekt, wo ich das abfilmen Du kann? kannst hier einmal. Vielleicht halt mal deine draufgucken auf Handynummer die zu, kleine aber die Karte. steht eh nicht drauf, Die oder? steht eh nicht drauf, genau. So. Das sind unsere Kontaktdaten. So, macht jetzt mal ein Standbild in 4K, dann könnt ihr das Ganze sehen. Also custom-bus.de. Für mich eine Erleuchtung, ähnlich wie die Geburt eines Einhorns in einer schönen. Wir haben heute Sonntag. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch sehen. Ehrlich. Ich hätte aber auch nicht gerechnet, dass hier sowas steht. Und du weißt, wo wir schlafen? Wo schlafen wir? Zeig mal mit dem nackten Finger drauf. Da, direkt nebenan. Nebenan. Wir schlafen 10 Meter weg. Ah, cool. Und dann steht dieser Bus hier. Es gibt wirklich richtig schöne Busse hier, muss man sagen. Aber das ist eins der Highlights auf der Abenteuer Allrad. Tschüss, Craig. Vielen Dank, dass Ciao, ihr da ciao. wart. Gerne, macht's ciao. gut.